Servus, Savadi Krab und Ei Gode, der Stefan hier. Die Rückkehr der Sextouristen, ein Report aus dem NDR, aus dem Hause Lügfilm. Lügfilm steht hier. Lügfilm, kommt aufs Gleiche raus. Ich habe es mir angesehen, ich werde meine Kommentare dazu abgeben. Also seid gespannt, es geht los. Normalerweise mache ich ja immer alles so aus dem Stegreif und aus dem Gedächtnis raus. Aber diese 45 Minuten Produktion, die im Einzelnen zu kommentieren, fällt mir in wenigen Minuten schon schwer. Ich bräuchte, um das Ganze zu kommentieren, wahrscheinlich 1,5 bis 3 Stunden. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu der ganzen Geschichte. Was heißt ein paar? Es sind, kann man hier schauen, 1, 2, 3 Seiten voll. Braucht man jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Wir nehmen jetzt uns nur mal die Opfer vor, die sich der Herr Lüg oder Luck oder wie er auch immer heißen mag, vorgenommen hat. Da hatten wir gleich zum Einstieg den Wolfgang 74 und die Tick 45 aus der Bar. Der Wolfgang sagt, selbst angesprochen, das sind keine Prostituierte. Und da hat er auch recht. Ja, und dieser Wolfgang wird so oft mit dem Wort Prostituierte und Prostitution konfrontiert, dass er selbst dieses Wort benutzt. Er sagt ganz am Anfang ganz eindeutig, das sind keine Prostituierte und es sind auch keine Prostituierte. Es sind Barfrauen. Es sind hier keine Prostituierte. Hier läuft das Geschäft anders und hier läuft das Leben anders. Und wir sind hier nicht in Deutschland, wir sind hier in Asien und wir sind ganz speziell in Thailand. Punkt. Ja, und was ist daran so schlimm? Der Mann ist glücklich. Die Frau ist glücklich, nur unser falscher Moralapostel, der Wolfgang L., dem ist das natürlich ein Dorn im Auge. Also da weiß ich nicht, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, dass der so einen Neid hat, so eine Missgunst auf ältere Menschen, denen es hier wirklich gut geht. Mir fehlen da einfach die Worte. Es ist, wir sind die das System am Laufen halten, sagt er. Ja, das stimmt. Es sind beide Seiten, die das System am Laufen halten, weil beide Seiten davon profitieren. Also kein Neid und keine falsche Moral. Es geht allen gut. Niemand wird gezwungen. Jeder hat seinen Spaß. Hier ist heile Welt. Und dann kommt die Geschichte mit Om. Sie wurde schwanger, er ließ sie sitzen, sagt sie. Mit Prostitution verdient sie jetzt ihr Leben, sagt sie. Wenn ihr dann die Szene gesehen habt, als sie zu Hause ist, in einem Kondominium, in einer Wohnung, die größer ist als meiner, in einem Balkon, der größer ist als meiner. Und wenn man die Reflexionen in der Glasscheibe sieht, dann weiß ich auch, wo diese Wohnung ist. Das sind Wohnungen, die haben 50, 60 Quadratmeter und die kosten 50 bis 100% mehr als die Wohnung, in der ich drin bin. Wenn die ihr Geld damit Prostitution verdient, dann hat der Monat zu wenig Tage, um das zu bezahlen. Das muss man auch mal so sagen. Also irgendjemand zahlt für die Wohnung. Und wenn man dann sieht, wie es aussieht auf dem Balkon, das liegt auf dem Kasten, wo der Ventilator für die Klimaanlage drin ist, eine große Flasche Samsung eingepackt. Ob die Flasche noch drin ist oder draußen ist, weiß ich nicht. Man sieht die Verpackung und das ist eine Literflasche. Zumindest drin gewesen. Ob die dann noch getrunken wird oder schon getrunken wurde, kann ich auch nicht beurteilen. Dazu 2 Aschenbecher und dann setzt sie sich auf dem Balkon auf einen Stuhl, der auch zur gehobenen Ausstattung gehört, an einen Tisch, der zur gehobenen Ausstattung gehört, mit 2 Platzdecken. Also sie wohnt da wohl nicht alleine und ich gehe davon aus, sie wohnt dort nicht mit einer ihrer Kolleginnen. Und es ist noch genug Platz für den Kameramann, der sie von hinten filmen kann. Und der filmen kann, wie sie sich schwingt.
Und dann kommt das Interview in der Wohnung und auch da sieht man an der Wand, es ist eine gehobene Ausstattung. Wer schon mal in einer Wohnung war, in einer Wohnung, die von einer Thai mit einem Durchschnittseinkommen, ein Durchschnittseinkommen für eine Fabrikarbeiterin liegt zwischen 9.000 und 12.000 Baht im Monat. Wer da schon mal in einer Wohnung drin war, und die Wohnung, in der wir jetzt waren, die kostet 15.000 bis 20.000 Baht im Monat. Also eine durchschnittliche Fabrikarbeiterin kann sich sowas gar nicht leisten. Also wer in einer Wohnung war, einer durchschnittlichen Fabrikarbeiterin oder in einer Wohnung war mit einer Fabrikarbeiterin mit durchschnittlichem Einkommen, der hat da 16 Quadratmeter, da ist ein Bett drin und ein Schrank drin. Und da ist, wenn die Wohnung einen höheren Standard hat, noch eine Klimaanlage drin und natürlich Dusche und Toilette. Wobei Dusche und Toilette sich auf 3 bis 4 Quadratmetern befindet. Da stimmt irgendwas nicht. Sie hat 4 Jahre in Deutschland gelebt, sagt sie. Mit welchem Visum? Und warum spricht sie kein Wort Deutsch? Sie spricht weder Deutsch, sie spricht weder Englisch, sie spricht nur in Thai. Und das Kuriose an der Sache, sie wurde schwanger und er hat sie zurückgezeigt. Was im Bild zu sehen ist, ist ein Ausschnitt aus ihrem Mutterpass. Den bekommt man, wenn man in Deutschland schwanger ist. Was weiterhin zu sehen ist, ist eine Vaterschaftserklärung. Warum macht ein Mann das? Das muss man nicht machen. Das kann man vor der Geburt machen. Das macht es dann einfacher bei der Ausstellung der Geburtsurkunde, aber man muss es nicht machen. Wenn er doch sich zur Vaterschaft bekennt, warum schickt er die Frau dann im 5. Monat schwanger zurück und bricht alle Kontakte ab? Was ist da schiefgelaufen? Wo kommt da die andere Seite zum Wort? Sehr schlecht recherchiert, Herr L. Sehr schlecht recherchiert. Hier wird dem deutschen Volk wieder irgendwas vorgemacht. Und was sagt sie später? Verurteilt nicht unsere Arbeit. Wir machen nur unseren Job. Genau, und den Job machen sie freiwillig, weil es gibt genug Jobs in Restaurants, in diversen Läden, in Fabriken, vor den Toren der Stadt. Nur das Durchschnittseinkommen, ich hatte es vorhin gesagt, 9.000 bis 12.000 Baht, damit sind die nicht zufrieden. Die wollen mehr. Und die wollen auch nicht 10 Stunden in der Fabrik arbeiten, von morgens um 8 bis abends um 8. Entschuldigung, von morgens um 8 bis abends um 6. Die wollen ihren Spaß haben und die wollen ihr Geld einfacher verdienen. Und die werden nicht gezwungen, in Bars zu arbeiten. Und sie arbeitet ja noch nicht mal in der Bar, so wie es gezeigt ist. Sie ist sogenannte freischaffende Künstlerin. Sie streift durch die Gegend und sucht sich ihr Publikum. Hello, sexy man. Und dann zu behaupten, die Frau, die arme Frau, muss Geld verdienen, auf diese Art und Weise Geld verdienen, um für ihren Sohn den Unterhalt zu verdienen. Das ist ganz schön schäbig, mein lieber Herr L. So, dann kommt so ein Schwenk durch die Barszene, durch mehr oder weniger leere Bars, mehr Bargirls als Gäste. Und dann kommt der Spruch, die Sexbranche macht 14% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Zahlen, die sich nur schwer überprüfen lassen. Die Zahlen lassen sich überhaupt nicht überprüfen. Die Zahlen stimmen auch nicht, weil das ist erstunken und erlogen. Wie kommst du hier auf 14%? Worauf berufst du dich da? Wo ist auch nur ein annähernder Beweis für diese Behauptung? Erstunken und erlogen, Herr Luck. Dann kommt die Szene aus dem Bramburi. Und über den Interviewpartner sagt er, auf uns wirkt er wie ein Botschafter, der das Image der Stadt aufpolieren muss. Nein, das muss er nicht aufpolieren. Die Stadt hat ein gutes Image, überall auf der Welt. Nur bei dem Herrn Luck eben nicht. Und dann sagt er, und jetzt erzählen Sie mir nicht, das hat nichts mit Prostitution zu tun. Doch, das erzählt er gerade, das hat damit nichts zu tun. Und die Barszene, die immer wieder angesprochen wird, die ist geschrumpft. Und so wie er es gesagt hat, es gibt nur noch 3 kleine Szenen und ich weiß nicht, wie alt die Aufnahme ist. Inzwischen gibt es eigentlich bloß noch 2 Szenen. Die 3. ist schon wieder weg. Hier wird ja jedes Jahr irgendein anderer Barkomplex niedergerissen und platt gemacht.
Pattaya ist tatsächlich auf dem Weg, sein Image zu ändern oder hat es schon geändert. Pattaya hat sein Image ja geändert, halt nur noch nicht in Deutschland. Hier kommen jede Menge Touristen aus Indien her, Männer und Frauen. Hier kommen jede Menge Familien her aus russisch sprechenden Nationen. Ob das jetzt Russen sind oder Kasachen oder was auch immer, ich weiß es nicht. Ich höre es nur an der Sprache, es ist Russisch. Hier kommen unheimlich viele Koreaner her, hier kommen unheimlich viele Vietnamesen her, hier kommen unheimlich viele Skandinavier her. Und natürlich gehen die auch in die Bars. Nur das Image, das der Herr Luck uns hier verkaufen will, ist einfach falsch. So, und dann kommt das nächste Thema, die Pädophilie. Das ist ein ernstes Thema. Und damit sollte man gar nicht so leichtfertig umgehen. Mit Pädophilie haben wir hier in Deutschland an allen Ecken und Enden zu kämpfen. Und die Zeitungen und Berichte sind voll von aufgedeckten pädophilen Ringen und Männern, die Kinderpornos produzieren, verteilen, horten auf ihren PCs. Dafür muss man aber nicht nach Thailand fahren. Da sollte man anständige Recherche machen vor Ort und einen anständigen Report machen, auch vor Ort, um mal die Zustände hier in Deutschland zu zeigen. Und das, was jetzt kommt, das, was jetzt gezeigt wird, das ist in meinen Augen schon am Rande der Kriminalität. Walking Street. Ich zitiere mal, auf den ersten Blick kommen uns Zweifel, steht da. Kleine Mädchen beim Spielen und ein kleiner Junge, der von irgendeiner Promotion-Figur angelockt wird, wird hier mit Pädophilie in Verbindung gebracht. Wie krank muss man da oben sein, um sowas mit Pädophilie in Verbindung zu bringen? Wir sind hier in Thailand. Dass die Kinder bis fast um Mitternacht draußen spielen, ist ganz normal. Dass kleine Kinder in Touristengebieten auch mal kleine Sachen verkaufen, ist hier normal. Und daran irgendwas Sexuelles zu erkennen, also da fehlt mir die Fantasie. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Kopf aussieht, Herr Luck. Und dann wird der kleine Junge von 5 erwachsenen Personen umringt, völlig verstört, angeblich zu seinen Eltern zurückgeführt. Ob das so ist, weiß man nicht. Was sie mit dem Jungen dann anstellen, wenn die Kamera aus ist, weiß man nicht. Was damit passiert ist oder was passiert ist, ob das Kind tatsächlich zu den Eltern zurückkam und wie die Eltern reagiert haben. Auch das wird hier nicht mehr gezeigt. Hier wird einfach irgendwas mal in den Raum gestellt. Und der deutsche Zuschauer kann dann sehen, wie er die Fantasien, die ihm gerade implementiert wurden, verarbeiten kann. So, und dann sind wir schon bei Minute 24 und 14 Sekunden. Da dreht ich dann in Erscheinung. Der Herr Luck, der sich selbst Reporter nennt, zitiert mich Stefan. Er nennt sich selbst YouTuber. Das ist falsch. Ich nenne mich immer Stefan. Ich sage auch immer, hallo, hier ist der Stefan hier. Und ich sage nie, hallo, der YouTuber ist hier. Jeder, der YouTube-Videos dreht, wird YouTuber genannt. Aber ich nenne mich nicht so. Ich nenne mich einfach nur Stefan. So eine gequirlte Scheiße. Da habe ich dann gemerkt, wie der seine Reportagen aufbaut. Da passt ja nichts mehr zusammen. Da wird ja, das Interview ist ja so zurechtgeschnitten worden, dass meine Antworten dann auf seine Fragen so passen, dass hinterher auch das von ihm gewünschte Ergebnis rauskommt. Er kann es einfach nicht begreifen, dass das Wort Prostitution hier vollkommen fehl am Platz ist. Er kann es auch nicht begreifen, dass man hier als alter Mensch glücklich sein kann. Geködert hat er mich übrigens bei einer Reportage über Auswanderung, dass ich dann hier in so einem Müll erscheine, Rückkehr der Sextouristen. Damit will ich nichts zu tun haben, damit wollte ich auch nie was zu tun haben. Und ich habe es ihm auch noch mal schriftlich jetzt mitgeteilt und ich habe meine sämtliche Einverständniserklärungen, die ich gegeben habe, widerrufen. Ich möchte mit diesem Mann nie wieder irgendwas zu tun haben. Und ich habe dem NDR geschrieben, dass sie mich bitte rausschneiden sollen aus dieser Dokumentation, weil alles, was da steht, ist erstunken und erlogen. Das fängt auch schon mit dem Videoausschnitt an, den er gezeigt hat. Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, Ausschnitte aus meinen Videos zu zeigen. Ich habe ihm aber nicht die Erlaubnis gegeben, mein Video so zurechtzuschneiden, dass da ein vollkommen anderer Sinn rauskommt. Die Machenschaften des Herrn Luck, ich muss immer aufpassen, dass ich das Ü nicht sage, die sind schon
am Rande der Legalität. So muss ich das wirklich ausdrücken. Leute, wenn ihr den Namen Luc hört, nehmt die Beine in die Hand und rennt so schnell wie ihr könnt. Von dem Mann habt ihr nichts Gutes zu erwarten, das kann ich euch jetzt schon sagen. Der Mann stochert nur im Dreck rum. Und wer nur im Dreck rumstochert, der bringt auch nur Dreck zum Vorschein. Und wenn es ihm nicht dreckig genug ist, dann macht er es halt dreckig. Ja, und wer nur im Dreck rumstochert, der hat auch irgendwann Dreck am Stecken. Und zu dem letzten Beitrag möchte ich gar nicht mehr eingehen, weil der ist so abstrus. Ein Pädophiler, ein angeblich Pädophiler, so muss man es ja sagen, ein angeblich oder ein mutmaßlicher Pädophiler, der in Thailand im Knast sitzt und dann mit richterlichem und staatsanwältlichem Segen freikommt. Die Geschichte mit der 1 Million Baht, die dann aufgebauscht wurden auf 50.000 Euro, ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Einen Videoausschnitt zu zeigen mit einer Tasche und 10 Geldbündeln drin und im tieferen Teil noch Stöckelschuhe zu erkennen sind und eine Frau, die ins Auto steigt. Also seriös recherchiert ist das Ganze nicht. Und dann taucht dieser Mann plötzlich in Frankfurt auf und meldet sich auch noch freiwillig. Den habt ihr erwischt und dem habt ihr in der Reportage wahrscheinlich auch wieder so die Hirnwindungen verdreht, dass der zum Schluss gar nicht mehr gewusst hat, was er sagt. Und das, was er gesagt hat, ist dann wieder so zusammengeschnitten worden, dass es in euer dreckiges Weltbild passt. Nur den Mann, der angeblich seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt, der seine schwangere Frau nach 4 Jahren in Deutschland nach Hause geschickt hat, wo das Kind inzwischen 5 Jahre alt ist und die immer noch auf Unterhalt hofft, da habt ihr nichts mehr drüber berichtet. Der Mann muss doch hier in Deutschland zu finden sein, zumal der eine Vaterschaftserklärung abgegeben hat. Da kann man doch die Jugendämter einschalten. Da kann man doch mal wirklich eine gut recherchierte Reportage draus machen, Hintergründe zeigen, was warum passiert ist. All das ist hier nicht der Fall. Gezeigt wird dann zum Abschluss wieder ein Mann, ich schätze mal, er ist größer als ich, so um die 1,90, und eine Thai-Frau, die ist kleiner als der Durchschnitt, ich schätze mal 1,50, Hand in Hand. Da wird wieder suggeriert, dass da ein Pädophiler ein kleines Kind entführt, dass das Mädchen dann eine Bierflasche in der Hand hat und den Mann dann versucht noch zur Seite zu ziehen. Das fällt natürlich vollkommen unter den Tisch. Also die Reportage ist ein einziger Schrott. Mir fällt es jetzt schwer, da die passenden Schlussworte zu sagen. Also, was soll ich noch zum Schluss sagen? Morgen interessiert sich da kein Mensch mehr für. Es tut mir leid, dass ich mich bereit erklärt habe, mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten. Der gehört für mich zum Abschaum der deutschen Reporterklasse. Der hat eigentlich keine Existenzberechtigung mit dem, was er produziert. Und allen anderen wünsche ich, tut Gutes, habt Spaß, ich hab Spaß. Genießt euer Leben, ich genieße es. Auch hier. Auf Wiedersehen, Herr Luc. Nee, nicht auf Wiedersehen. Fahr zur Hölle.